Ich bin Claudia Maria Melisch. Ich bin Archäologin von Beruf und bin 52 Jahre alt. Ich habe dort einen Beruf gelernt und habe im Jahr 89, und zwar am 1. September 89, angefangen zu studieren in Berlin. Lehramt, also L2 hieß das später, Gymnasialstufe, Lehrer für Deutsch und Kunsterziehung. Ja, das hat ja keinen kalt gelassen. Also ich habe in Prenzlauer Berg gewohnt und habe die Demonstrationen dort erlebt. Und das ging eigentlich 1988 schon los mit den Wahlen. Also ich erinnere mich, dass das ein Riesenthema gewesen ist. Wir mussten ja alle zum Wählen gehen, und wer halt 18 war und wer nicht zur Wahl gegangen ist, der wurde halt zu Hause abgeholt, oder die krank waren, wurden auch zu Hause besucht. Und ähm, mein Vater und meine Stiefmutter, da war ich zu der Zeit, die waren da sehr aktiv und meine Stiefmutter war auch Rentnerin gewesen für ein paar Jahre, die war in West-Berlin, also die waren immer politisch sehr aktiv und agil, und dieser ganze Freundeskreis war politisch interessiert, und wir hatten jedenfalls uns alle besprochen, wie wir das machen können, dass wir bei dieser Wahl unsere Stimmzettel ungültig machen. Also man konnte ja nicht wählen, oder man hatte ja keine Alternative. Das Einzige, was man machen konnte, war halt die Stimmzettel ungültig zu machen. Und ich erinnere mich, also wir hatten uns alle abgesprochen und alle haben auch gesagt, ja, wir haben das so gemacht, wir kriegten diese riesenlangen Wahlzettel, und dann musste man mit dem Bleistift dann in diese Wahlkabine gehen und jeden einzelnen Namen durchstreichen, und das hat ewig gedauert. Ne, und dann hörten die das auch. Also wenn man da irgendwie so 5 Minuten drin stand und Und alle, die wir kannten, haben gesagt, ja, wir haben das genauso gemacht. Und dann lasen wir in der Zeitung, ich weiß nicht, am Folgetag oder 2 Tage später, alle mit 98,9% wiedergewählt. Und wir haben gesagt, das kann gar nicht sein. Also wir kennen so viele, die das auch so machen wollten. Das stimmt nicht. Und so brodelte das. Ja, und dann gab es halt die Demonstration im Prenzlauer Berg, wo die Frauen die Straßenbahngleise mit den Kinderwagen gesperrt haben. Und ich weiß auch, dass das Gethsemane-Viertel abgeriegelt worden ist. Und ja, das waren aufregende Zeiten. Aber dass das so kommt, hat ja im Prinzip keiner vermutet. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Ich hatte im März 88, ja, im März 88 ist mein Großvater 90 geworden. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Im März 88 ist er 80 Jahre alt geworden. Und das war eine Zeit, in der es Reiseerleichterungen gab. Und ich war frisch verheiratet und ich hatte ein Baby. Und meine Mutter hat einen Antrag gestellt, meinen Opa, ihren Vater in Köln, also er wohnte eigentlich in Passau, meine Tante in Köln, mein Onkel in München. Also die beiden älteren Geschwister meiner Mutter sind beide aus der DDR geflohen, aber schon 48 und 51. Und mein Großvater hatte sich gleich im Krieg abgesetzt in die amerikanische Besatzungszone. Das heißt, die Hälfte der Familie war eben drüben, wie wir gesagt haben. Und dann hatten wir eben diese Anträge gestellt, und meine Mutter durfte fahren und ich durfte auch fahren. Und wir sind mit demselben Zug gefahren und wir sehen uns auch sehr ähnlich. Aber das war ja noch vor der digitalen Datenerfassung. Meine Mutter hatte geheiratet, ich hatte geheiratet, sodass mein Mädchenname und mein jetziger Name nicht auffällig gleich waren, und meine Mutter natürlich auch mit einem anderen Familiennamen und mit einem anderen Geburtsnamen. Deswegen sind die nicht drauf gekommen. Und wir saßen eben auch weit entfernt in dem Zug auseinander und sind dann nach Köln, und meine Tante ist davon ausgegangen, dass ich da bleiben würde. Also sie hat mir das versucht schmackhaft zu machen, hat gesagt, du kannst hier arbeiten, guck mal, bleib doch hier. Und ich habe mir das nicht getraut, weil mein Baby in der DDR war. Ach, das mussten Sie zurücklassen? Ja, das war das Unterpfand. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil wir wussten ja, was mit den Babys passiert. Und meine Mutter war auch so überfordert von der ganzen Situation, von diesem ganzen Bunten und so. Im Grunde genommen kamen wir da an, und
und sie wollte direkt wieder weg. Also die 3 Tage oder was wir da waren, die sind ganz schön lang geworden. Und ja, ich hatte keine Vorstellung, was wird. Wir wollten einen anderen Staat, also nicht unbedingt dem Westen beitreten, aber eine andere DDR. Nein, ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich war eigentlich damit beschäftigt, das Studium anzufangen und mich um meinen Sohn zu kümmern. Und die Ehe brach dann auch ziemlich schnell auseinander. Und ich hatte eigentlich, also mein Tagesablauf war früh, das Kind in die Krippe zu bringen, dann in der Uni zu sein, das Kind wieder abzuholen und dann zu Hause zu versorgen. Und ich hatte keine Kapazitäten eigentlich für politische Arbeit. Also das Einzige, was wir gemacht haben, das hatte jetzt aber auch nicht so den politischen Aufruhrgedanken, die Studenten, die schon gearbeitet hatten, mit denen ich dort studiert habe, also da gab es ein paar, 4 oder 5, die hatten eine Berufsausbildung gemacht und die waren eben nicht wie die anderen so 18 und gerade vom Abitur gekommen und rot, sage ich mal. Ne, wir hatten alle die Produktion gesehen, also ich habe ja selber im Tagebau gelernt. Ich bin Tagebaumaschinist, durfte kein Abitur machen zu DDR-Zeiten. Also ich habe Berufsausbildung mit Abitur dann gemacht. Also habe einiges gesehen. Und wir haben eine freie Studentenvertretung gegründet. Und schon das war an der Humboldt-Universität, schon das war zu viel. Und wir haben uns getroffen da in der Burgstraße oben. Und ich weiß nicht, ob bei der zweiten Sitzung, also da nicht nur, dass wir diese freie Studentenvertretung gegründet haben, also wir haben einfach da oben gesessen und haben gesagt, so also mit FDJ haben wir nichts am Hut, die FDJ-Blusen hatten wir auch schon lange verbrannt. Wir sind 21, ja, wir haben einen ganz anderen Hintergrund als die und wir lassen uns nichts mehr von denen erzählen. Und ich glaube, zum zweiten Treffen kam dann plötzlich die FDJ-Sekretärin der Humboldt-Uni zu unserer Veranstaltung. Woher sie das wusste, keine Ahnung, eingeladen war sie auch nicht. Und die hat uns das erklärt, dass das so nicht geht und dass wir doch in den Schoß der FDJ an der Humboldt-Universität wieder zurückkehren sollen. Und wir haben gesagt, nee, gar nicht. Das funktioniert nicht. Und dann gab es disziplinarische Maßnahmen gegen die Aufrührer, will ich mal sagen, also gegen die Gründer. Und das also nicht gegen alle, sondern nur gegen die führenden Köpfe, wie das immer so war. Und denen wurde mit Exmatrikulation gedroht. Und das spielte sich irgendwie, wir sind ja am 1. September 89 immatrikuliert worden und am 30. September hatten wir schon wieder Ärger gemacht. Und ja, dann hatten die Ereignisse haben sich so überstürzt, dass es dann zu nichts weiterem gekommen ist.